So, ich sage einfach mal Hallo, liebe Zuhörer. Das ist jetzt ein etwas unerwartetes Video und ich lese euch eine Geschichte vor, die nicht geplant war. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Die heißt Der andere Planet. Die habe ich geschrieben 2020, 2021, irgendwas in der Richtung. So, der andere Planet. Mein Leben. Wo soll ich da anfangen? Da gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen. Ich gehe arbeiten und wenn ich heimkomme, mache ich mir Abendbrot und gehe schlafen. Am Wochenende besuche ich manchmal Freunde. Da sitze ich dann rum, bekomme ein Bier hingestellt und sehe zu, wie sie mit ihren Frauen oder Freundinnen kuscheln oder mit ihren Kindern spielen. Und wenn ich dann heimkomme, ist alles wieder still. Dann mache ich mir Abendbrot und gehe schlafen. Da ist niemand, der mit mir kuschelt oder mit dem ich mein Essen teilen könnte. Mein Leben ist öde. Junge, geh raus, sagen meine Freunde. Such dir eine Freundin. Bring Leben in die Bude. Wenn das so einfach wäre. Nun, ich gebe zu, ich habe drüber nachgedacht. Aber wenn ich mir eine Frau suchen würde, eine Freundin suchen würde, dann müsste sie das glatte Gegenteil von mir sein. Ich meine, aufregend, lebhaft, wild. Eine Frau, die man ansieht und denkt: „Krass, einfach nur krass, die will ich.“ Um mich der Außenwelt etwas anzunähern, war ich Freitagabend in einer Art Chatroom, irgendwas namens Dream Team. Da stieß ich auf eine Gruppe von Leuten, die waren alle ganz nett und, redeten so über alles Mögliche. Da ich neu war, stellten sie viele Fragen und ich erzählte, was mich an diesen Ort verschlug. „Du bist ein Vollpfosten, weißt du das?“ sagte einer und der hieß Imperator oder so ähnlich. „Was? Wieso?“ fragte ich ernsthaft überrascht. „Junge“, sagt er, „die Richtige läuft irgendwo da draußen rum. Solche Frauen gibt's nämlich. Und du hockst in der Bude, anstatt mal rauszugehen und sie dir zu schnappen und lässt zu, dass ein anderer sie sich holt. Als Stubenhocker kriegst du so eine Frau nämlich nicht ab.“ Ich muss zugeben, da war was dran. Und ich bin ja nicht dumm. Ich bin ja lernfähig. Also habe ich mir was Neues überlegt. Also nun ist Samstagabend, 21 Uhr und ich sitze in der Disco an der Bar. Mit der Musik kann ich leben, aber die Frauen hier, die stehen schüchtern am Rande der Tanzfläche und spielen am Handy rum. Nicht zu fassen? 3 Tanzräume und überall das gleiche Bild. Liegt vielleicht an der Uhrzeit. 8:55. Das Lied wechselt. Da schleicht plötzlich ein Schatten aus einer Ecke und huscht gezielt auf die Tanzfläche. Die einzige Frau im Raum, die 'n Rock trägt. Die Musik erfüllt mit starkem Bass den Raum und die in schwarz gekleidete Gestalt nimmt die ganze Tanzfläche ein. Allein. Innerhalb von 30 Sekunden raubt sie mir den Atem. Sie beherrscht den Raum im Einklang mit der Musik. Alle Blicke hängen an ihr, auch meiner. Krass, denke ich, einfach nur krass. Ich betrachte sie und merke nicht, wie die Zeit vergeht. Der Anblick nimmt mich gefangen, bis sie aufhört zu tanzen, um einen Schluck aus ihrer Cola zu nehmen. Das ist der Moment, auf den man wartet. Der Moment, in dem man auf sie zugeht und sie anspricht. Ich stelle mir vor, wie ich auf sie zugehe und sie anspreche. „Hi“, sage ich, „toller Tanzstil. So was habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen.“ „Das glaube ich sofort“, antwortet sie. „Du siehst nicht aus wie ein typischer Discogänger.“ „Stimmt“, sage ich peinlich berührt, ich sitze meistens zu Hause. „Das müssen wir unbedingt ändern“, sagt sie. „Das ist ja furchtbar.“ Und von da an gehen wir öfter zusammen in die Disco. Aber nicht nur. In die Stadt, auf Partys oder einfach nur spazieren. Mein Leben ändert sich praktisch über Nacht. Alles ändert sich. Meine Tage, meine Nächte, vor allem die Nächte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie einfach manche Dinge sein können und wo man vorher mit Frauen stundenlang diskutieren musste. Da ist sie vollkommen unkompliziert. Keine Diskussion, keine Komplikationen, einfach nur wow, bis sie schwanger wird. Und ich mich frage, ob es vielleicht Zeit wird, einen Schritt weiter zu gehen. Ihr wisst, was ich meine.
Ich gehe also zum Juwelier und besorge einen Ring. Ich frage sie, ob sie mich heiraten möchte, und natürlich sagt sie ja. Der schönste Tag in meinem Leben, das könnt ihr mir glauben. Hochzeit im Sommer. Die größte Grillparty, die man sich vorstellen kann. Alle Freunde da. Beide Familien und ein Aufgebot an Kuchen, Salaten und erledigten Fleischsorten, dass einem das Herz aufgeht. Aber das Allerbeste, wenn man mit der Hand über diesen super weichen Stoff des Hochzeitskleides fährt und daran denkt, was diese wundervolle Frau an mich bindet. Wahnsinn. Es wird ein Junge. Wir nennen ihn David. Und 2 Jahre später bekommt er eine Schwester. Ich nenne sie Isabel. Ich erziehe David so, dass er, David oder David ist ja egal, dass er sich zum Schutz der kleinen Schwester verpflichtet fühlt. Ich erkläre ihm, dass Männer ihre Frauen beschützen, Eltern ihre Kinder und Brüder ihre Schwestern. So läuft das im Leben. Und mein Leben entwickelt sich prächtig. Keine Einsamkeit und keine Probleme mehr. Wann immer ich ein Problem habe, gehe ich damit zu meiner Frau. Und sie findet eine Lösung. Sie ist einfach unglaublich. Ich öffne die Augen und sie steht vor mir. Ein Traum in Schwarz. Die laute Diskomusik dringt wieder an meine Ohren. Sie legt die Hände rechts und links auf meine Knie, kommt mir langsam näher und sagt, du starrst mich seit Stunden an, als käme ich von einem anderen Planeten. Ja, sage ich verträumt, der muss fantastisch sein, meiner ist total langweilig. Sie greift sich in den Ausschnitt und zieht eine Visitenkarte heraus. Ja, also, ich wollte nur sagen, dass ich den Raum wechsle. Mit einer eleganten Bewegung gleitet die Visitenkarte von ihren Fingern in meine Hemdtasche. Du kannst hier sitzen bleiben und weiter träumen und mich morgen anrufen. Oder du hebst deinen Hintern von diesem Barhocker und folgst mir ins Tanzlokal. Sie gleitet von mir weg. Deine Entscheidung, sagt sie, dreht sich um, verlässt den Technoraum und geht den großen Gang entlang auf das Tanzlokal zu. Sprachlos sehe ich ihr nach. Ist das gerade wirklich passiert? Ich sehe immer noch nach. Ich greife mit der Hand an meine Hemdtasche und ich fühle die kleine Karte. David und Isabel. So werden sie heißen. Mit diesem Gedanken erhebe ich mich und mache den ersten Schritt in Richtung Zukunft. Und ich hoffe, euch gefällt die Geschichte. Bis zum nächsten Mal.